Ganz normaler Alltag hier im Café Sinn und Wandel in Frankfurt. Doch dieses Café ist etwas Besonderes. Hier sind sowohl die Mitarbeitenden als auch das Führungsteam inklusiv. Hessenweit einmalig. Wir sprechen mit dem gehörlosen Sascha Nun, der hier das Sagen hat. Der Gebärdendolmetscher Daniel Weber übersetzt für uns. Ich habe aus dem Nichts etwas Großes geschaffen. Und so wie wir das hier aufgebaut haben, ich kenne deutschlandweit kein Projekt, was ähnlich ist. Mittlerweile denke ich mir, wow, ich habe es geschafft. Ich hatte aber zwischendrin auch oft die Zweifel, schaffe ich es überhaupt? Doch er hat es geschafft. Zusammen mit der hörenden Paulina Kiemak leitet er das Café, das jetzt auch ein offiziell anerkannter Inklusionsbetrieb ist, in dem 8 des 16-köpfigen Teams eine Hörbehinderung haben. 2 Jahre hat es gedauert, bis das Café endlich im März eröffnet hat. Sascha Nun wollte auch, dass es barrierefrei wird und Menschen mit einer Hör-, Seh- oder Sinnesbehinderung mitgedacht werden. War ein schwieriges Thema, weil wir hatten ja viele Fachplaner mit im Boot und die haben sich oft halt auf die Mobilitätseinschränkungen fokussiert und mit anderen Bereichen der Barrierefreiheit waren sie oft überfordert und das musste ich dann wieder korrigieren. Zum Beispiel kann jeder Tisch mit einem separaten Spot angeleuchtet und somit heller gemacht werden, damit sich Gehörlose besser unterhalten können. Dann hat die Bedienung spezielle Armbänder, die vibrieren, sobald das Essen in der Küche fertig ist. Assunta Schröbel arbeitet im Service. Sie ist hörend, kommuniziert aber auch über Gebärdensprache. Ich arbeite zum ersten Mal in einem Café. Vorher habe ich überhaupt keine Erfahrung im Café gehabt. Und die Aufgabe erfüllt mich sehr, weil ich habe Abwechslung. Es macht Spaß, im Team zu arbeiten und kann Gebärdensprache einsetzen. Und genau, ich habe gedacht, am Anfang wäre es anstrengend. Es ist auch anstrengend, aber positive Anstrengung. In Hessen gibt es knapp 60 anerkannte Inklusionsbetriebe. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens 30 und höchstens 50% Menschen mit Behinderungen beschäftigt sind. Für Paulina Kiemak, die als Hörende noch nie zuvor Kontakt zu Gehörlosen hatte, war die Zusammenarbeit zu Beginn eine große Herausforderung. In jedem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, gab es immer Personen, die schon in Kontakt waren mit der Gastronomie. Und hier ist es halt das komplette Gegenteil. Also das war komplett neu für mich, was das angeht. Ja. Also theoretisch musste ich damit überall mitdenken und überall dabei sein, um nochmal alles zu erklären. Doch mittlerweile klappt es ziemlich gut und Paulina braucht nur noch selten den Gebärdendolmetscher zur Hilfe. Es reicht, wenn man bei manchen einfach ein bisschen langsamer spricht und deutlicher spricht und auch die nicht zu nah dran steht an der Person. Und das klappt dann auch meistens, weil sehr, sehr viele Gehörlose können ja auch Lippen lesen. Sascha Nun war es mit dem Sinn und Wandel besonders wichtig, Arbeitsplätze für behinderte Menschen zu schaffen. Das Ziel ist eher wirklich, die Leute, die hier im Viertel wohnen und auch nicht behindert sind, auch hierher kommen, gutes Essen kriegen, gute Getränke kriegen und ihre Zeit einfach hier verbringen. Und nebenbei bekommen die Gehörlosen auch einen Raum für sich quasi. Die können hier trotz dessen sich hier wohlfühlen. Und dieses inklusive und barrierefreie Konzept kommt bei den Hörenden und Nichthörenden gut an. Ich wusste das nicht, als ich hier reingekommen ist. Ich dachte nur, es sind jetzt viele, weil jetzt die Schule daneben ist. Aber es ist absolut irrelevant. Also was gilt, ist die Atmosphäre, das Essen. Die Bestellung war total simpel. Man konnte entweder drauf zeigen oder sich so in Gebärdensprache bestellen. Also war gar keine Probleme. Es war super. Sascha Nun weiß, dass es noch ein weiter Weg zur vollständigen Inklusion ist. Aber immerhin konnte er jetzt einen kleinen Teil dazu beitragen. Irgendwie funktioniert es immer. Inklusion kann wirklich einfach sein. Ich frage mich jetzt mittlerweile auch, warum klappt es hier bei uns und warum nicht woanders? Dass Inklusion und Barrierefreiheit auch im Arbeitskontext gut und unkompliziert gelingen können, zeigt sich im Sinn und Wandel.